Herzlich willkommen und schönen guten Abend bei einer neuen Folge von Türkei aktuell. Heute haben wir die Ehre, einen Ökonomen, einen Wirtschaftswissenschaftler, Dr. İlhan Döğüş, bei uns zu Gast zu begrüßen. Ich möchte Dr. İlhan Döğüş zuerst kurz vorstellen. Herzlich willkommen inzwischen. İlhan Döğüş ist, wie gesagt, Wirtschaftswissenschaftler. Er hat 2017... Hallo, 2017 hatte sein PhD zum Titel Finanzierung, Gehaltsungleichheit und Monopolisierung am Institut für Sozialwirtschaft der Universität Hamburg verfasst. Und als Postdoc hat er Finanz- und Wirtschaftspolitik, Verteilung und Wettbewerb sowie Industrieökonomie unterrichtet an der Universität Rostock. Und seine Forschungsschwerpunkte sind Ungleichheit, Finanz- und Wirtschaftspolitik. Noch einmal herzlich willkommen. Hallo, vielen Dank für Ihre Einladung. Vielen Dank für die Zeit. Dankeschön. Ich möchte gleich mit der ersten Frage beginnen. Wir möchten unsere Zeit sehr kompakt benutzen. Eine Dreiviertelstunde sind wir hier zusammen. Meine erste Frage wird sich direkt an die Festlegung des Mindestgehalts in der Türkei richten. Nämlich diese wurde auf 8.506 türkische Lire festgelegt. Das sind circa 500 Euro. Ich möchte gerne wissen, İlhan, was ist aus deiner Sicht dieses Ergebnis für die Beschäftigten im Land? Ja, zuerst dieses Niveau der Arbeitsmindestlohn ist zu niedrig im Sinne von Armut. Ja, das ist total unter der Grenze, der Armutsgrenze. Und es ist knapp in der Nähe von Hungergrenze sozusagen. Ja? Mhm. Und zweitens, die Inflation der Lebensmittel ist in der Türkei zu hoch und die Mindestlohn verdienenden Leute geben meistens aus für diese Lebensmittel, weil die sind Hauptbedürfnisse. Als Mensch muss man erst die Lebensmittel und auch ein Haushalt, die Wohnung, diese Hauptbedürfnisse zu befriedigen. Dann, wenn etwas übrig liegt, dann kann man für die anderen Bedürfnisse ausgeben. Und die Inflation besonders für Wärmung und Lebensmittel, Wohnung ist zu hoch. Und daher, Minister Nebati sagt, wir haben die Mindestlohn höher als Inflation festgestellt. Okay, aber erst diese Inflation von TÜV, wir wissen nicht, ob es die richtige Inflation ist. Zweitens, aber die durchschnittliche Inflation ist niedriger als Lebensmittelinflation. Aber die Leute, die Mindestlohn verdienen, die geben nicht für andere Güter aus. Die geben meistens für Lebensmittel. Und das Inflation in der Türkei für die Lebensmittel ist von TÜV auch 102%. Und wenn in einer Familie 2 Leute arbeiten, verdienen Mindestlohn, die können nicht leisten, die Armutsgrenze zu überwinden. Und das ist Hauptproblem. Also es gibt Diskrepanzen zwischen Armutsgrenze und
Armutsgrenze und Mindestlohn. Ja. Du hast schon eigentlich übergeleitet auf die nächste Frage, nämlich auf die Inflation. Und es gibt auch eben die unabhängigen Akademikerinnen, die Forschungsgruppe Inflation, ENAC heißt die Gruppe, und die haben zum Beispiel Inflationsrate im Land auf an die 200% sogar geschätzt. Das heißt, wir reden von einer wirklich sehr überdimensionalen Inflationsrate. Und du hast auch gesagt, dass dich das vor allem auf die existenziellen Punkte des im Leben sozusagen auswirkt und sozusagen sehr stark die Bevölkerung, die Konsumentinnen eigentlich betrifft, vor allem eben auch die Mindestlohnempfängerinnen. Können wir vielleicht ein bisschen darüber reden? Es gibt ja unterschiedliche Angaben, wie hoch die Inflation sozusagen ist. Kannst du uns vielleicht erklären, warum so unterschiedliche, wirklich sehr grob unterschiedliche Zahlenangaben zur Höhe der Inflation im Land gemacht werden? Ja, ehrlich zu sagen, ich bin kein Statistikexpert, aber zuerst finde ich beide Daten nicht plausibel, sozusagen. Ja? Erst, ich vertraue an TÜIK nicht. Ja, die versuchen, die Inflation niedriger zu zeigen, damit die rechtfertigen die niedrige Mindestlohnerhöhungen oder Gehalt für Beamtenerhöhungen sozusagen niedrig zu stellen. Aber andererseits die Daten, die von ENAC ausgesprochen sind, das sind auch nicht so hoch vertraubar, weil die Güter, die ENAC erreichen kann, zu berechnen, wie hoch die Inflation, sind ganz begrenzt. Das sind nicht so bereit wie TÜIK. Ja, TÜIK hat viel breitere Reichweite. Das Statistische Institut der Türkei. Ja. Und bei ENAC, wir wissen genau nicht, wie die eigentlich, wie hoch ist die Schwierigkeit der jeder Güter in der Berechnung. Ja, zum Beispiel Brot hat ein sozusagen 5% sozusagen und Wärmung 1%, sowas und so weiter. Aber ob es richtig spricht an, was die in der Tat stattgefunden ist, bei ENAC ist noch nicht klar, weil es ist schon begrenzt. Die Anzahl der Güter und so weiter und die wie hoch ist die Reichweite. Das heißt, du sagst eigentlich, dass die Inflationsrate an sich eigentlich viel höher ist als das, was zum Beispiel das Statistikinstitut der Türkei angibt, der eine viel breitere Reichweite hat und eigentlich, also das nicht einmal nicht diese... Die ENAC. Ich würde etwas zwischen TÜIK und ENAC. Okay, das heißt, die Inflationsrate liegt zwischen 100 und 200% irgendwo. Okay. Inzwischen sowas. Etwas. Ja, und ich meine, wir sehen ja diese ganzen, den wirtschaftlichen Druck, also wir sehen das, wir sehen die Zahlen, auch wenn wir nicht sagen können, was jetzt die richtige Zahl ist, aber wir sehen sie und es ist für uns, also im westeuropäischen Raum auf jeden Fall, ist das irgendwie auch total unvorstellbar und nicht nachvollziehbar. Und es gibt immer wieder so, wenn wir mit Freunden, Freundinnen oder mit den Expertinnen auch hier sprechen, die Frage, was stimmt mit den Leuten dort nicht? Wieso wird zum Beispiel nicht protestiert? Warum gehen sie nicht auf die Straße? Wie kommen sie klar mit diesen ganzen Entwicklungen im Land? Kannst du vielleicht uns schildern, was es mit diesen paradoxen Entwicklungen eigentlich auf sich hat? Erstmal, ich glaube, die Leute gehen auf die Straße und protestieren, besonders wenn ihre Hoffnungen oder etwas ihnen versprochen ist, nicht erstattet oder nicht erledigt, dann gehen sie auf die Straße und protestieren. Wenn sie erwarten, dass sie etwas schlimmer gehen wird, dann gehen sie nicht auf die Straße. Aber wenn sie erwarten, etwas Gutes passieren wird, aber nicht
und was er versprochen ist und dann nicht gemacht oder erledigt, dann gehen sie. Zum Beispiel Gezi-Protest ist ein gutes Beispiel. AKP-Regierung hat versprochen zuvor, dass sie die Türkei in die EU weiterbringen und sie haben viele Reformen gemacht und die Türkei wird eine freie und demokratische Land wird. Aber am Ende, was passiert, war es ganz anders. Daher haben Leute sich geärgert und dann auf die Straße gehen, weil etwas wurde versprochen, aber nicht gemacht. Und jetzt die Leute schon erwarten, dass es schlimm ist. Sie wissen, dass es schlimmer gehen wird. Deswegen, sie gehen nicht auf die Straße. Ich meine, wir Und sehen auch, bitte. zweitens, wer die auf die Straße gehen werden, die sind schon entweder verhaftet oder sind im Ausland seit ein paar Jahren. Also die Angst ist sehr groß. Ja, also ich meine, wir sehen auch, also zum Beispiel in der Diaspora, die Türkei, einige Türkeistämmigen, die sagen, es werden Brücken gebaut und Autobahnen und ausländische Investoren sind im Land und es passiert so viel, das ist gut, weil die Türkei wird auch durch Erdogan nach draußen als sehr stark repräsentiert und so wie sich, also so wie sich der Erdogan auch außenpolitisch nämlich. Ich möchte vielleicht auf einen Punkt hinweisen und dann auf die nächste Frage überleiten. Wir sehen auch, dass trotz dieser ganzen wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen, wo wir uns denken, das kann es einfach nicht sein, dass das trotzdem so ist, dass die Regierung immer noch eine starke Basis hat. Also man spekuliert so damit, die Umfragen sind gefälscht und hin und her, mag auch schon stimmen. Aber trotzdem ist, glaube ich, schon ein Faktum, dass die Regierung doch eine sehr starke Basis hat, die nicht nur von den islamischen oder islamistischen Gruppen gestützt wird, sondern auch vom Kapital an sich. Und wir sehen auch, dass sehr viele islamischen Stiftungen und Gemeinden, also über sehr viele islamische Stiftungen und Gemeinden zum Beispiel eine Hilfe- und Spendenkultur im Land zum Beispiel der Fall ist. Das ist ja auch etwas, was von der islamischen Kultur sozusagen kommt, was sozusagen die AKP-Basis noch einmal stürzt und stabil hält und die Regierung vielleicht dadurch auch noch einmal sattelfest macht. Ich möchte vielleicht auf die Strukturanpassungsprogramme hinweisen. 2002 sind die Strukturanpassungsprogramme in der Türkei gestartet. Da ist der Kemal Derwisch von der Weltbank ist in die Türkei entsandt worden und er ist mit einem schwarzen Koffer gekommen und er hat gesagt, dieses Ökonomieprogramm, was ich hier in die Türkei gebracht habe, egal welche Regierung kommt, die Türkei ist sattelfest. Und seither, also seit 2002, ist die AKP in der Regierung. Und wir haben jetzt, also wir stehen jetzt vor neuen Präsidentschaftswahlen 2023 im Juni und das Bündnis der Nationen, also das Oppositionsbündnis in diesem Wahlkampfprozess sozusagen, die reden ja auch von den Strukturanpassungsprogrammen und sie sagen, wir werden das verändern. Was wollen Sie verändern? Was wollen Sie besser machen oder gut machen? Kannst du vielleicht diesbezüglich ein paar Informationen geben? Ja, erstmal, das ist auch eine gute Frage für Forschung. Türkei ist eine ganz heterogene Gesellschaft, gar nicht homogen. Und die Ungleichheit ist während AKP-Periode ist gestiegen. Die gesellschaftlichen Konflikte sind nicht berührend, ja. Aber trotzdem eine Partei kriegt seit fast 20 Jahren mehr als 40%. Das ist eine Frage, die beantwortet werden soll. Warum, woran liegt das? Ich habe keine bestimmte Antwort dafür. Und zweitens, die Strukturprogramm war eine ganz neoliberale Programm und die AKP hat ganz erforderlich durchgeführt. Und ich glaube daran, dass die gegenwärtige Krise, wirtschaftliche Krise in der Türkei, ist besonders wegen dieses Strukturwandelprogramm oder was Kemal Derwisch durchgeführt hat und später Ali Baba alles ganz
erforderlich weitergemacht hat. Es liegt daran, die heutige Krise ist ein Endprodukt dieses Strukturprogramms. Was war das? Sie haben die Zinsenrate in der Türkei ein bisschen höher als der Zinsenrate in Westländer, Abendländer hochgestellt und damit die türkische Lira wird überbewertet, ja. Und damals es gab viel Dollars auf der ganz globalen Ebene und China war ganz sozusagen billig und dadurch haben wir die Inflation runtergedrückt. Und das Endprodukt war Handelbilanzungleichheit. Und dieses Problem wurde während AKP und Ali Babacan, als er damals Wirtschaftsminister war, sozusagen undervalued. Die haben nicht genug darauf gepasst. Sie haben, ja, es ist kein Problem, wir können alles machen, es ist kein Problem. Und eines Tages, Dollar wurde hochgestiegen, wegen besonders politischen Gründen, nicht wirtschaftlichen, weil AKP hat sich vom EU-Prozess entfernt und von Demokratisierung der Türkei auch. Und dann die westlichen Investoren haben sich nicht in der Türkei wohl und secure gefühlt. Deswegen haben sie die Türkei verlassen und dann Dollar ist hochgegangen. Was wichtig ist, Zinsendifferenz zwischen zum Beispiel Großbritannien oder USA und der Türkei ist heute viel höher als 15 Jahre. Aber Dollar ist heute 18 türkische Lira und vor 15 Jahren es war 1,8 Lira. Deswegen die Zinsenrate spielen hier nicht eine große Rolle. Besonders was spielt eine Rolle? Die politische und wirtschaftliche Stabilität. Und das sind wegen Erdogans autoritäre Innen- und Außenpolitik, das ist schon gefährdet. Deswegen Türkei hat sich in eine instabile Abenteuer eingeführt. Und aber noch ein Problem ist, dass die Opposition weiß nicht genau, was zu machen. Was sie uns verraten oder sozusagen als eine Lösung vor uns bringen, dass sie zurück zu den Jahren bevor 2016, was heißt Kemal Derviş Programm, Zentralbank, Unabhängigkeit und Technokraten machen Wirtschaftspolitik ganz gut. Das nichts über Politik zu tun. Wir bringen nur die Leute, die ganz kompetent sind, ja, egal rechts oder links, aber Wirtschaft ist ganz politisch und es geht darum, um die Verteilung. Es gibt keine einzige Lösung für alle. Deswegen, wir machen einige Präferenzen, die sind gut für mich und schlecht für die anderen. Deswegen, wir müssen einen Kompromiss finden. Wir müssen verhandeln. Und es ist gar nicht ein technische, es gibt keine technische Lösung, die für uns alle und für uns alle befriedigende Endlösungen mitbringen. Ist das, was du jetzt am Ende gesagt hast, der Vorschlag in dieses zurück zu vor die Zeit 2016? Weil du hast Ali Babacans Namen genannt. Der ist ja der Wirtschaftsminister von AKP eigentlich gewesen und der hat sich abgespalten und der ist jetzt im Bündnis der Nationen drinnen. Und im Bündnis der Nationen sind doch andere AKP Abspalterparteien, Führer drinnen, die jetzt eben sagen, nein, wir machen es besser, obwohl sie eigentlich die Trägerinnen gewesen sind bis dato. Das ist ein spannender Punkt, dass die alten Verursacher eigentlich heute propagieren, dass sie das besser machen werden. Und wegen den, ja.
Ich finde eigentlich es ganz komisch, dass die Alternative für AKP und MHP sind die Parteien, die von AKP und MHP sich abgespalten haben, ja. ja, abgespalten haben. Und dann Deswegen, neue Parteien, eigene Parteien, kleine Parteien gegründet haben ja, und jetzt in diesem Bündnis der Nationen drinnen sind. ja. Du hast mehrmals den Punkt Zinsen erwähnt. Da möchte ich auf die nächste Frage gerne überleiten, weil Erdogan hat ja immer von sich gesagt, ich bin ein Ökonom, ich kenne mich aus. Und der hat ja das Gegenteil gemacht von dem, was du eben vorhin beschrieben hast, was die Strukturanpassungsprogramme sind. Er tut die Zinsen nämlich niedrig halten. Und er hat in den vergangenen Jahren mehrmals auch die Führung der Zentralbank in der Türkei abbestellt und neu bestellt. Und er hat die Bevölkerung sowohl im Land als auch die Diaspora, Türkeistämmigen sozusagen, mehrmals darauf aufgefordert, dass sie ihr ganzes Erspartes und so in die türkischen Banken investieren sollen. Also der hat Devisen, man hat aktiv nach Devisen sozusagen verlangt in der Regierung. Wie steht das alles im Zusammenhang dessen, dass die türkische Lira an wahnsinnigen Wert verliert, weil heute ist ein Euro zum Beispiel ist heute fast 20 türkische Lira wert. Ilhan Dösch, bist du noch da? Ilhan, bist du noch da? Ich bin hier. Ja. Hast du meine Frage Kannst du gehört? mich hören? Ja, ich höre Den dich. letzten Teil nicht. Letzter Teil Den ist, letzten Teil wie kannst du angesichts dieser Punkte, die ich vorhin erwähnt habe, die Entwertung, den Wertverlust der türkischen Lire erklären? Ja. Erstmal, ich muss das betonen, dass die Oppositionsparteien, besonders über die Wirtschaftspolitik, auf den falschen Prinzipien sozusagen begründet haben. Wenn Sie sagen zum Beispiel, die türkische Zentralbank wird im September, das haben Sie gesagt, ein CHP-Abgeordneter hat im Juli gesagt, dass die türkische Zentralbank, Notenbank, wird im September in Pleite gehen. Aber wenn das nicht passiert, eigentlich keine Zentralbank in eine Pleite geht, weil Zentralbank drückt ihr eigenes Geld selber. Wenn es nicht passiert, dann die Leute, einfache Leute, die Bürgerinnen, werden sie so denken, aha, die Opposition hat das gesagt, dass wir in Pleite gehen, dass wir wie Argentinien, Türkei wird die Argentinien wird, aber das ist nicht passiert, denn Erdogan kennt sich gut aus mit Wirtschaft, ganz gut. Und die Opposition nicht. Was sie gesagt haben, ist nicht passiert. Aber was Erdogan sagt, deswegen, wenn sie ihre Oppositionspositionen auf die falschen Gründen legen, dann verlieren sie und sie eigentlich, was sie sagen, macht die Erdogans Position stärker, verstärkt die Erdogan. Zweitens, ich bin gut für niedrige Zinsen. Ich bin gegen Zinsenerhöhung, aber nicht auf den gleichen Reasoning, auf den gleichen Begründung. Prinzip Begründung wie Erdogan. Erdogan hat so gehofft, dass die Zinsen werden niedriger gehen, dann die Unternehmen werden mehr Kredit annehmen, damit sie werden mehr produzieren, damit mehr Produktion wird niedrige Stückkosten und deswegen Zinsen, Inflation wird runtergehen. Okay, aber das Problem ist, die Kreditnachfrage von Unternehmen ist besonders von Nachfrage für ihre Güter beeinflusst. Die niedrigen Zinsen haben eine ganz niedrige Wirkung auf Kreditnachfrage von Unternehmen. Und was ist Hauptfaktor hinter der Nachfrage? Ist Einkommen. Das sind die Löhne. Und Ungleichheit. Wenn Ungleichheit zu hoch ist, wenn
Arbeitslosigkeit zu hoch ist und wenn Löhne sind unterdrückt, dann Nachfrage ist auch unterdrückt, dann Unternehmen werden nicht Kredit nehmen. Deswegen, es lohnt sich nicht. Mhm. Und das Problem, wenn jetzt viele Unternehmen und auch Haushalte in der Türkei sind überverschuldet. Das heißt, ihr gegenwärtiges Einkommen kann knapp ihre Schulden zurückzuzahlen. Deswegen, wenn Zinsen erhöht, dann werden sie nicht in Pleite gehen. Das ist ein ganz großes Risiko. Die Oppositionsparteien oder Wirtschaftswissenschaftler um die Oppositionsparteien, die ständig sagen, Zentralbank muss die Zinsen erhöhen, um die Wechselkurs zu runterziehen. Okay, aber das hat eine mehr größere Kosten. Das sind viele Unternehmen werden pleite gehen und das wird die Arbeitslosigkeit erhöhen und das wird die wirtschaftliche Krise verschärfen. Das ist keine Lösung. Mhm. Ich sage, weder Erdogan noch Oppositionsparteien, die verstehen die Wirtschaft gut nicht. Mhm. Beide haben Fehler. Und Ja. was würdest du aus deiner Expertise heraus als einen richtigen Weg oder eine bessere Option vorschlagen? Deine Einschätzung nach? Erstmal die Türkei nochmal auf den EU-Prozess weit zurückzubringen und die Oppositionsparteien und Opposition verhaftete Journalisten, Politiker und Akademiker alle freilassen, besonders Osman Kavala und Selahattin Demirtas. Und dann die Türkei eine stabile und freie demokratische als ein Land vorstellen. Dann werden viel mehr westliche Investoren die Türkei attraktiver finden. Sie brauchen nicht unbedingt Zinsen erhöhen. Das haben die Türkei gemacht. Während der Necati Ağbal, ja, als er Mhm. als Präsident der türkischen Notenbank aufgerufen wurde. Er hat ständig die Zinsen erhöht. Ja, Wechselkurs ist runtergegangen. Okay, aber jedes Mal, sie müssen noch mehr erhöhen. Wenn sie einmal erhöhen, das war der Fall auch in Ungarn, das war auch der Fall in Zimbabwe. Jetzt erhöhen die Investoren, verlangen mehr. Dann sie gehen zurück, wenn sie nicht erhöhen, dann sagen, okay, ich gehe raus, dann sie müssen nochmal erhöhen. Das ist ein Spiral. Mhm. Aber wenn sie die strukturellen Probleme, besonders politische Probleme lösen und eine vertraubare Zukunft und voraussichtbare Zukunft ermöglichen, dann brauchen sie nicht unbedingt die Zinsenerhöhung und die Devisen. Ich möchte vielleicht auf die nächsten Punkt nämlich hinweisen. Das sind sehr interessante Punkte, die du angeführt hast. Und mir fällt dann gleich ich versuche jetzt die Frage mal zu formulieren. Es gibt ja auch anscheinend für das Kapital in diesem Land, dessen Sprecher auch die AKP-Regierung sozusagen ist, gibt es anscheinend einen Weg, der auch geht oder für bestimmte Kreise im Land auch geht. Nämlich, das Land ist auch ein Waffenexporteur. Man spricht auch von China im Nahen Osten, China Europas. Das Land ist Textilexporteur. Und wenn wir uns zum Beispiel jetzt die vergangenen Wochen, Monate oder auch die Jahre anschauen, die Türkei versucht ja entlang der südlichen Grenze, also Nordsyrien, Nordirak, also die Kurdenregionen, Rojava und autonome unabhängige Region Kurdistan in Irak, dort ständig Einfluss auszuüben. Die Türkei hat sich auch in Libyen positioniert. Die Türkei versucht sich auch mit Armenien und Aserbaidschan zu positionieren. Es hat eine sehr wichtige geostrategische und geopolitische Lage. Und auch auf der globalen Bühne zeigt sich die Türkei angesichts zum Beispiel des Ukraine-Kriegs, zum Beispiel als der große Verhandler jetzt,
mit den Getreideexporten, Vermittlung und so. Das heißt, das, was du zum Beispiel jetzt vorhin gesagt hast, ist ein Weg. Also, dass das Land sich wieder demokratisiert, öffnet, aber das will das Land nicht. Die Regierenden, also die Führenden im Land, die Entscheidungsträgerinnen im Land wollen das nicht, sondern sie gehen diesen anderen Weg. Wie würdest du das jetzt zum Beispiel sehen? Und dann vielleicht auch, wenn du das verbinden kannst, wie siehst du das dann auch mit den Interessen der globalen Akteure oder des globalen Westens zum Land? Was wollen die mit so einer Türkei zum Beispiel anfangen? Oder was stellen sie sich vor? Vielleicht diese zwei Punkte, wenn es geht, verbindend. Ja, erstmal die geopolitische Zustand der Türkei ist ganz wichtig und meistens von den Linken in der Türkei und auch kurdische Bewegung von Kurdischen auch ist unterbewertet. Und Erdogan und der türkische Staat kennt sich damit ganz gut aus. Sie wissen, dass die Türkei ist ganz wichtig für westlichen Kapitalismus und deswegen, sie wissen, dass egal was passiert, sie werden die Türkei retten. Sie werden nicht verlassen, die Türkei wie Lebanon oder wie Venezuela oder wie Argentinien wird. Deswegen, sie machen, was sie wollen und dann kriegen was schon besonders am Ende. Weil in der Türkei gibt es Börsen, gibt es mehr als 10.000 westliche Unternehmen. Es gibt auch eine ganz junge äh, Teil der Gesellschaft, Bevölkerungsrate, ja. ja, die geben ganz Antwort. viel aus. Und das sind auch schon ausgebildet. Sie sind ganz hoch-skilled Labor. Ne? Sowas. Hochqualifizierte. Mhm. Ja. Und deswegen, die Erdogan hat bisher diese geopolitische, strategische Zustand der Türkei hat ganz gut ausgenutzt. Zuvor habe ich das nicht bemerkt und ich habe mir gesagt, ja, Erdogan hat das gemacht und das wird ein Fehler. Die westlichen Akteure werden das wird nicht mögen. Sie werden darauf sich scharf reagieren. Aber das wurde nicht passiert. Deswegen, dann habe ich mir gedacht, okay, Erdogan kennt sich da besser als ich gut aus. Ne? Und als sie, nachdem die türkische Regierung nicht geschafft, die Wechselkursen runterzubringen, sie haben gesagt, wir haben eine Strategie, indem wir versuchen, die Türkei als eine China, ja, exportorientierte Wachstumsstrategie durchgeführt. Aber das Problem ist, es gibt zwei China. Eine, die echte China, das ist labor-intensiv, arbeitsintensive Produktion. Die andere China ist Deutschland. Deutschland ist auch ein China. Die haben auch die Löhne unterdrückt im Vergleich den südlichen Ländern, besonders südliche europäische Länder. Und deswegen Spanien, Italien, Griechenland und so weiter haben sozusagen Trade-Defizit gehabt. Deutschland hat Trade-Surplus-Überschuss gehabt. Aber was besonders bei Deutschland ist, die haben kapitalintensive Produktion. Die exportieren Chemie und Auto und Maschinen. Das kann jetzt die Türkei nicht. Das kann nicht ganz so schnell umwandelbar. Aber die echte China hat einen anderen Vorteil. Das ist, China ist ganz groß. Und deswegen Lohnstückkosten sind ganz niedrig. Und Türkei kann das nicht leisten. Wenn Türkei will China werden, dann muss eine große Importpartner wie
USA auch für die Türkei schon da sein. Aber das ist nicht der Fall. Mhm. Die Türkei muss das gut recherchieren, in welchen besonderen Sektoren wir können uns spezialisieren und in welchen Sektoren können wir, wenn eine Lücke auf der globale Welthandel gibt, zum Beispiel sozusagen, ja, es gibt eine große Lücke in äh, Pharmazieindustrie, ja, Drogenindustrie oder sowas. Oder Mhm. Textil, können wir etwas Besonderes machen. Ja, Mhm. eigentlich Türkei hat diese Potenzial, sozusagen. Ja. Mhm. Dann können sie eine andere Wachstumsstrategie aufbauen. Aber nicht, ja, wir haben versucht, die Wechselkurse zu runterbringen, das haben wir nicht geschafft. Jetzt lassen wir die Wechselkurse hochgehen. Wir haben eine andere Strategie, das heißt China-Modell. Mhm. Ein Modell kann man nicht so aufbauen. Ja. Ne? Weil du gesagt hast, Import, die Türkei hat ein eigenes Auto, also ein eigenes Auto unter Anführungszeichen produziert und prominent vorgestellt in den letzten Wochen. Das Auto heißt, glaube ich, Togo, wenn ich mich, oder Ja. wie heißt das Auto? Togo, oder? Togo heißt das Auto. Und dieses Auto wurde aber aus, ich weiß nicht, italienisch produzierte Motor, deutsch produzierte, ich weiß nicht was, englisch produzierte, weiß ich was für Teile, die wurden alle in der Türkei einfach zusammengebastelt und die Türkei will das als eigene Produktion zum Beispiel verkaufen. Das hat niemand abgekauft. Ich glaube, außer die eigenen Anhängerschaft, glaube ich, hat das, glaube ich, niemand gekauft. Aber vielleicht noch einmal auf den letzten Punkt, die letzte Frage, nämlich was ist es eigentlich eben, was die globalen Akteure sich von dieser Türkei sozusagen erwarten? Weil wir haben in den letzten Wochen gesehen, auch wenn die Türkei zum Beispiel Bombenangriffe, Luftwaffenangriffe auf die ganzen Kurdenregionen zum Beispiel verübt, auch wenn die Türkei an die 60.000 politische Gefangene in Geiselhaft sozusagen in den türkischen Gefängnissen festhält, Frauenrechte werden total abgeschnitten, die Minderheitenrechte werden total abgeschnitten, die Medien sind total gemainstreamt und gleichgeschalten, Ein-Mann-Regime. Und das sind alles Dinge, die die globalen Akteure bis heute anscheinend dulden. Können wir sagen, dass die globalen Akteure eine autoritäre Regierung tolerieren, aushalten, solange sie mit dieser Regierung in irgendeiner Weise ihre Interessen, wirtschaftlichen oder geopolitischen Interessen weiterverfolgen können. Würdest du das so bestätigen oder würdest du das vielleicht andere Eckpunkte hier hinweisen, die wir vielleicht noch nicht so sehen? Ehrlich zu sagen, ich habe keine sichere oder bestimmte Antwort darauf, weil ich bin ein Makroökonom, ich bin kein äh, internationale Beziehungen-Expert, aber was ich sagen kann, ist nur, äh, auf der globalen Ebene ist schon Faschismus ist schon steigt, ne? Ist schon gestiegen. Und deswegen äh, EU als Europäische Union, nicht Europäische Union Mitgliedsländer, besonders EU, hat ihre Wirkungsmacht verloren. Ja, vor 20 Jahren EU selber war ein Akteur und Normen der EU, die Prinzipien von der EU waren ein Referenzpunkt. Ja? Mhm, mhm, Und erinnern sich daran, vor 20 Jahren, wenn die Europäische Kommission die, wie heißt das, Progress Report über die Türkei veröffentlicht und eine mhm, kleine Satz, das war nicht so, das war vielleicht ein bisschen kritisch, dann, das war eine große Shame für die Türkei. Ne? Die Türkei, mhm, das war für ein Türkei ein großes Problem angenommen. Aber jetzt viel passiert. Studierende sind verhaftet, sie wissen, was passiert. Aber EU reagiert sich nicht, weil die Türkei hat ein Waffen gegen EU. Das sind die Migranten, die Syrer in der Türkei. Und was das heißt?
Ihre Frage war, was erwarten Sie Mhm. von der Türkei? Die erwarten von der Türkei eine Brücke zwischen EU und Nahosten. Und Mhm. diese Brücke ist jetzt geschlossen zu bleiben. Und keine neuen Migranten und äh, keine Krise von der Türkei auf die europäischen Länder zu sozusagen importieren. Und der, die Prinzipien, die Normen vor 20 Jahren, Kosmopolitanismus, offene Gesellschaft, Heterogenität, Frieden der Vielfalt sozusagen. Das sind nicht mehr heutzutage die Normen und Prinzipien. Jetzt wir sind in einer Zeit, besonders nach der Pandemie, erst kommt Sicherheit vor. Mhm. Und Sicherheit erfüllt auch, oder nicht erfüllt, besonders erfordert die rechtsextremistische Gefühle. Ne? Das sind Mhm. deswegen, wir sehen auch in Italien, auch in Frankreich, auch in Schweden, obwohl keine Migranten, obwohl keine Terroranschlag in Schweden passiert. Trotzdem, die Rechtsextremisten kriegen viel höhere Abstimmung. Gehör und ja, genau, weil es die Ja, sozialen Bereiche sind, die eigentlich vom linkspolitischen Spektrum nicht mehr so abgedeckt werden können wie in der Vergangenheit, sondern diese von rechtspolitischen Spektrum sozusagen vereinnahmt und eigentlich auch missbraucht werden sozusagen. ja, auch Ich habe in Deutschland, vielleicht, ja, bitte. sorry, auch in Deutschland, ich war vor 10 Jahren hier in Deutschland angekommen und damals äh, sozusagen Ausländerfreundlichkeit war eine Norm. Mhm. Und jetzt Ausländerfeindlichkeit ist ganz Mhm. bereit und Leute, die früher solche ausländerfeindliche äh, Aussagen nicht aussprechen könnten, die können jetzt ganz leicht aus. Das ist kein Problem jetzt. Es ist nicht vor 10 Jahren. Mhm. Das heißt, die Il Normen sind gewechselt. Ilhan, ich habe eine allerletzte Frage und dann werden wir uns von unseren Zuhörerinnen verabschieden. Allerletzte Frage. Wir haben jetzt viel über politische Ökonomie gesprochen, aber wie sieht die Türkei wirtschaftlich nach außen aus? Also wie wird die Türkei als wirtschaftlicher Akteur von der Außenpolitik oder von den globalen Akteuren gesehen, deiner Meinung nach? Ja, erstmal, äh, dass die Lösungen gegen die gegenwärtige Krise ist nicht weder von Opposition noch von der AKP-Regierung wahrgenommen und vorgeschlagen. Deswegen, wir können die nächsten 5 Jahre oder 2 Jahre nicht voraussehen. Das ist der allererste Problem. Zweitens, äh, wir wissen, wird die Ergebnis der nächsten Wahl wird. Das ist der Hauptfaktor für die nächsten 5 Jahre. Mhm. Und das andere, drittes Problem ist, wenn die Opposition die Wahl gewinnt, wie viele Jahre werden sie leisten? Das ist auch nicht klar, weil die Oppositionsgruppe, wie heißt diese Nationen, Bündnis der Nationen. Bündnis der Nationen, diese Gespaltung liegt nicht auf die Prinzipien. Mhm. Die haben keine gemeinsamen Prinzipien. Mhm. Das ist einfach eine taktische German sein kann. Ne? Die, Mhm. die haben keine gemeinsame äh, Mentalität auch betreffend Demokratie oder Wirtschaft. Das heißt, wir Und können sagen, die globalen Akteure schauen sich die Lage jetzt einmal an, wie es ja, wirtschaftlich im Land es gibt eine Beobachtungs. Lösung Mhm. und der ist der Präsidentschaft oder Prime Minister Ben Demirtas. Ben Mhm. Demirtas kann der Türkei eine ganz sozusagen
tiefe Demokratisierung durchführen kann. Mhm. Aber die Gesellschaft mag ihn nicht. Mhm. Deswegen, die Gesellschaft muss darunter leiden. Mhm. Es Also gibt wegen eine der Lösung. Kurdenphobie. Es ist eine Ja, Kurdinnenfeindlichkeit. Okay. ja, es gibt eine Mhm. Lösung, aber diese Lösung, die mögen nicht. Dann müssen Mhm. sie leiden. Okay, also wir sehen hier, dass auch die Kurdinnenfrage sozusagen im Land auch eine sehr starke wirtschaftliche Dimension hat. Das heißt, auch hier die Nichtlösung, das Beharren auf einer Nichtlösung eine Blockade darstellt. Dr. Ilhan Dösch, ich danke ganz, ganz herzlich für deine Zeit und für deine Expertise, die du mit uns geteilt hast. Vielen herzlichen Dank. Den Dank Das kann ich nur zurückgeben. Danke sehr. Vielen Dank. Also wir haben heute über ein Thema gesprochen, das sehr facettenreich ist und sehr interessant und spannend ist. Und ich denke, dass es da hier noch weitere Programme benötigt. Heute haben wir ein bisschen mehr als 3/4 Stunde uns die Zeit genommen, einen ungefähren Rahmen zu bilden. Ich hoffe, Sie haben sich einige Informationen oder ihr habt euch einige Informationen aus dem heutigen Türkei aktuell auch entnehmen können. Wir wünschen einen schönen Abend, eine schöne Weihnachtszeit und eine schöne Woche ab morgen. Dankeschön. Schönen Abend.